Wir stehen schon bereit. Rufen und ich, wir beide wollen heute am Hitpartner ein paar Übungen machen. Rufen, der ist 10 Jahre alt und hat extrem viel Freude am Tennis. Ne? Das kriegt man immer wieder mit. Und er hat sich zu Hause auch den Hitpartner geholt, ist da ganz begeistert. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das Video gleich mit ihm, weil dann ist er schon ein erfahrener Hitpartner. Und genau, wir wollen euch heute zeigen, was ihr an der Wand machen könnt und worauf ihr aufpassen müsst. Rufen, hast du Bock? Ja. Dann geht's los. Let's go. Mit dem Hitpartner habt ihr ein Tool an der Hand, mit dem ihr im Training unheimlich gut arbeiten könnt. Ihr könnt ihn als Side-Activity nehmen, zum Beispiel wenn ihr Gruppen habt. Aber heute soll es eigentlich darum gehen, was mache ich mit einem Schüler, wie kann ich mit einer Person plus Trainer an dieser Wand arbeiten. Und gut, da würde ich jetzt in der ersten Runde den Rufen einfach mal an den Hitpartner spielen lassen und mal gucken, wie ihr das macht. Es ist jetzt eine Sache ganz wichtig bei diesem Hitpartner. Ihr müsst sehen, nicht einfach die Kinder oder die Spieler an diesem Hitpartner spielen lassen, sondern ihr müsst unbedingt darauf achten, dass die Bewegung auch richtig gemacht wird. Denn dieser Hitpartner hat natürlich die Eigenschaft, der Ball kommt immer langsam zurück und ich kann mit einer relativ unsauberen Technik da reinspielen und der Ball kommt immer wieder zurück und ich gewöhne mir vielleicht etwas Schlechtes an, also etwas, was nicht optimal ist im Bewegungsablauf und das gilt es natürlich zu vermeiden. Das heißt, ich starte jetzt einfach mal mit dem Rufen. Der Rufen spielt jetzt einfach mal nur mal Vorhand an die Wand, ja? Genau, bewegst dich schön und ich schaue mir jetzt an, wie der Rufen technisch an dieser Wand arbeitet und spielt. So, wir sehen eine hohe Ausholbewegung, das ist gut. Da sehen wir, der Rufen ist ein technisch schon ganz solider Spieler und könnte jetzt noch so ein bisschen den Oberkörper weiter drehen, ne, wenn du ausschwingst, ganz genau. Und das sieht bei der Vorhand schon sehr, sehr sauber aus. Ne? Sobald der Ball kommt, holst du aus. Genau, Ball kommt, du holst aus. Das ist jetzt hier in dem Fall zum Beispiel wichtig. Jetzt gehst du mal auf die Rückhand. Schauen wir uns mal die Rückhand an, was der Rufen da macht. Ja, und wenn ich da jetzt als Trainer dann eingreifen würde, würde mir jetzt auffallen, dass seine Schleife relativ weit aufwendig nach oben geht. Und das könnte ich zum Beispiel jetzt an dem Hitpartner auch schon versuchen zu korrigieren. Das heißt, der Rufen spielt weiter dagegen. Wenn du ausholst, gehst du mit deiner Schlägerspitze so, dass ich hier berühre. Okay? Und dann gehst du von hier durch den Ball. Okay? Also wenn du ausholst, genau hier ran, bisschen weiter zurück, dahin, ne? Genau. In die Position und dann schwingst du durch. Okay, also wir gehen, du schlägst einmal. So, jetzt gibst du, holst aus und los. Und Achtung. Und jetzt. Und hier hin. Genau, und jetzt. Okay, nächster Ball kommt. Und wieder ausholen. Jetzt brauchst du es bei der kurzen Ausholbewegung zu bleiben. Genau, und wieder anhalten. Und jetzt. Ja? Ich möchte vermeiden, dass ihr so eine aufwendige Ausholbewegung macht. Versuchen das jetzt am Hitpartner eben mit so einer einfachen Übung umzustellen. Wenn ich auf die technischen Dinge geachtet habe, dann kann man mit dem Hitpartner wunderbar kooperativ spielen. Das heißt, Rufen, wir schlagen immer abwechselnd. Und jetzt machen wir immer Folgendes. Ich gebe einen Ball rein, du schlägst und gehst dann auf die andere Seite. Und nach jedem Schlag tauschen wir die Seiten. Das müsstest du kennen, vielleicht von zu Hause. So, das heißt, du schlägst, der andere Spieler passt schön auf. Jetzt komme ich rein, schlage einen Ball. Und jetzt du. Ne? Das heißt, wir sind alle nach dem Schlag auch gut in Bewegung. Du bewegst dich mit Sidesteps. Und so kann ich jetzt mit dem Kind kooperativ, nicht schlimm, nächster Ball kommt. Hast du noch einen? Jawohl, super. Und los. Komm. Kann ich mit dem Kind kooperativ spielen. Genau. So, jetzt versuchen wir den Ball mal direkt zu nehmen. Das heißt, mehr Action kommt rein. Hepp, ich gehe raus. War ein bisschen spät. Und du solltest auf diese andere Seite gehen. Ne? Immer schlagen und über die Mitte raus. Über die Mitte raus. Ne? Im Tennis gehen wir immer über die Mitte raus. Hepp, über die Mitte, über die Mitte. Na, wo bist du? Ja, nicht nach hinten raus. Komm. Okay, nochmal Stopp. So, das Beispiel hat jetzt ganz gut gezeigt, dass es immer schwierig ist. Ne? Aber auch mit dem Hitpartner kann man wunderbar Laufwege üben. Der Hitpartner ist wunderbar dafür geeignet, eben halt auch koordinative Dinge in die Übungsform mit einzubeziehen. So, ich als Trainer habe jetzt dem Rufen hier ein gelbes und ein blaues Plättchen hingelegt. Rufen spielt gegen die Wand und ich gebe ihm nach jedem Schlag die Anweisung, auf welches Plättchen er denn gehen soll. Wenn das gelbe Hütchen genannt wird, mit dem linken Fuß auf gelb. Wenn das blaue genannt wird, mit dem rechten Fuß auf blau. Rufen bereit? Okay, let's go. Gelb. Komm, einmal berühren, direkt wieder ausholen und früher ausholen. Blau. Komm, ausholen. Gelb. Komm, 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 schnelle Beine. Gelb. Gelb. Blau. Genau.
So, in der nächsten Runde wollen wir Beinarbeit mit beinehmen. Wir können mit Hilfe eines Hütchens eine schöne Beinarbeitübung machen. Rufen soll jetzt nach jedem Schlag hinten raus und nach vorne wieder rein und immer sich um das Hütchen rumbewegen. Also, ich spiele dir rein. So, gehst du entgegen, ne? Das ist wichtig, entgegengehen. Jetzt hinten raus, vorne rein und dann sofort wieder ausholen. Ne? Komm. Und nach hinten raus. Jawohl. Schlagen und nach hinten raus. Richtig, ja? Jetzt hat er es raus. Ne? Jetzt soll es darum gehen, eine Zusatzaufgabe mit einzubauen, die ihn koordinativ fordert, ihn aber auch dahingehend schult, den Schläger immer wieder früh zurückzunehmen. Ich werde dem Rufen jetzt immer wieder einen Ball nach jedem Schlag zuschießen und er soll den Ball wieder zu mir zurückschießen und dann weiter an der Ballwand arbeiten. So, und ihr werdet gleich sehen, das ist gar nicht so einfach. Rufen, spielt den Ball an. Genau, ich habe meinen unten. So, spielst du noch mal ein und jetzt Achtung, ich spiele dir und jetzt spielst du weiter an der Wand und wieder. Na, genau, und weiter spielen und hier. Jetzt immer früh den Schläger zurück. Hopp, genau, sehr gut. So, man kann die Sache jetzt auch ein bisschen schwieriger machen für ihn. Das heißt, ich lasse ihn ein bisschen laufen. Genau. Ja, dass er ein bisschen aus der Bewegung kommt. Genau. Sehr gut macht er das. Okay. So, jetzt nehmen wir den Oberkörper, die Hände mit. Und jetzt wollen wir, statt den Ball zu schießen, wollen wir den Ball fangen. Das heißt, nach jedem Schlag kriegt der Rufen jetzt einen Ball hinzugeworfen, den er mit der linken Hand fangen soll und wieder zu mir zurückwerfen soll. Ja? Genau. So, und auch hier können wir es ihm natürlich auch ein bisschen schwieriger machen. Ne? Das heißt, jetzt gucken wir mal hier, ne? Jetzt mit den Beinen mehr arbeiten, Rufen. Ne? Die Bälle werfe ich jetzt nicht immer nur dahin. Genau. Hopp, hast du. Jetzt können wir auch mal einen Aufsetzer machen und du wirfst mit dem Aufsetzer zurück. Ja. Hopp, Aufsetzer zurück, genau. Einmal hier. Genau. Jetzt kannst du mal versuchen, den Ball gleich mit dem Fuß zu mir zurückzuschießen. So, Achtung, jetzt mit dem Fuß. Schwierig. Ja, also, das sind alles so ein paar Sachen, die ihr natürlich noch mit einbeziehen könnt. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger für den Rufen. Jetzt soll er, ja, während er gegen den Hitpartner spielt, sich um 180 Grad drehen, einen 180 Grad Splitstep machen. Ich werfe dir einen Ball zu, du wirfst ihn wieder zurück und dann spielst du weiter. Okay, Achtung, Ball kommt, du spielst den ersten. So. Schlagen. 180, ja, waren das 180 Grad, Kollege? Nein, waren es nicht. So, nochmal, einen Schlag. So, und jetzt Splitstep, komm, drehen, hepp, hepp und weiterspielen. Und wieder. Oh, der ging weg. Nächster, komm. So, schlagen. Jetzt musst du schnell sein in der Bewegung. Hopp, hopp. Nein, nein, nicht schlagen, nicht schlagen. Ja, nochmal, wir starten nochmal. Also weiter, Achtung, hepp, hepp und weiterspielen. Und wieder, komm, komm, komm. Ja? Wir merken, das ist jetzt schon schwierig für ihn. So, das heißt, wir machen es jetzt für ihn leichter. Rufen, du machst das jetzt bitte nur alle zweimal. Ja, schlägst 2 Schläge und dann wirklich direkt hepp, hepp und wieder zurück. Okay? Einmal schlagen, nochmal schlagen danach. So, und jetzt, Achtung, komm und wieder zurück. 2-mal schlagen. Und jetzt Achtung, hopp und wieder zurück. Aha. Hopp und wieder zurück. So, und jetzt jedes Mal, okay? Nach dem nächsten jedes Mal wieder. Wir versuchen es jetzt wieder schwieriger. Komm. Und wieder. Komm. Komm. Versucht den Schläger noch hoch rauszunehmen. Schade. Okay. Ja? Das war ein schönes Beispiel, was ihr machen könnt, wenn es eben mal nicht ganz so klappt. Versucht es einfach eine Stufe leichter und dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Wir bleiben beim Integrieren von Reaktion, Koordination und jetzt nehmen wir sogar ein Volley-Training mit hierbei. Denn was man an dem Hitpartner leider nicht so machen kann, ist Volley-Training. Aber dafür arbeitet der Rufen ja jetzt mit einem Coach. Das heißt, nach jedem Schlag spiele ich dir einen Ball zu und du volierst zu mir zurück. Okay? Einmal schlagen. Achtung. Hepp. Genau. So, und jetzt gehst du so direkt in den Split-Step. Ja? Wo ist der Split-Step? Genau. So, jetzt. Achtung. Split-Step. Genau. Upsa. Ah, jetzt habe ich, der Coach hat den Ball verloren. Und Achtung. Split-Step. Genau. Dann auch mal den Rückhand-Volley. Split-Step. Genau. Hopp. Split-Step. Genau. Hopp, Split-Step und so weiter. Ja, könnt ihr wunderbar mit einbeziehen in die Übung mit dem Hitpartner. Jetzt kommen wir zu etwas, was vielleicht für den Rufen schon zu schwierig ist, aber wir probieren es natürlich aus. Wir haben hier einen Reaktionsball. Rufen, du sollst jetzt an den Hitpartner spielen. In der linken Hand hältst du deinen Reaktionsball und dann sollst du nach einem Schlag fallen lassen und von oben wieder draufgreifen. Fallen lassen. Oh, der war schwer. Das kriegt selbst der Trainer nicht hin.
Nochmal. Wir haben den. Und hepp und wieder fangen. Dabei ruhig mit ein bisschen Druck den Reaktionsball nach unten, weil je nachdem, wie er springt, ist es manchmal nicht möglich. Manchmal ist es möglich. Ja, ist ein bisschen Glückssache. Okay, Rufen, du versuchst. Genau. Genau. Ja, ich habe ihn für dich. Mach weiter. Hier ist er wieder. Jetzt versuch von oben zu greifen. Ja, holen dir. Okay, und nochmal neu. Also das vielleicht so ein bisschen optional, mal mit so einem Ball versuchen, geht auch. Die etwas einfache Variante ist es, nicht mit einem Reaktionsball das zu machen, sondern einfach mit einem zweiten Ball in der Hand. Rufen spielt gegen die Wand und hat jetzt die Aufgabe, immer den Ball einmal zu prellen und dann wieder aufzufangen. Genau. Dabei schön auf die Technik achten, dass du schön ausschwingst, Rufen, ne? Ganz wichtig. Genau. So, und jetzt tippst du mal zweimal. Wir machen es schwieriger. 1, 2 und komm. Ja, und umso weniger Zeit hat er natürlich jetzt. Schaffst du dreimal gleich? So, dreimal. Komm. 1, 2, 3 und ausholen. Komm, komm, komm. Und ausholen. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ne? Okay. Gut. Also so könnt ihr auch wieder von leicht nach schwer arbeiten. Noch eine Möglichkeit, was ich gerne ins Training mit einbeziehe, sind Ballons. Rufen, du spielst und versuchst mit mir immer den Ballon wieder zu mir zurückzuspielen. Also einmal hin. Dann drehst du dich um, komm, einmal zu mir zurück. Genau. Hepp, hepp. Kopf, Kopf. Weiter. Kopf. Genau. Kopf. So, das war's mit unserer kleinen Trainingssession. Rufen, hat's dir Spaß gemacht? Ja, Rufen, was findest du denn an Hitpartner besonders gut? Du übst ja damit zu Hause auch immer ein bisschen. dass der Ball langsam zurückkommt. Weil Ja. da kann ich auch mit meinen Schwestern spielen. Genau, ein großer Vorteil dieses Geräts. Daher überlegt es euch das vielleicht anzuschaffen fürs Training, für zu Hause. Es sind viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe euch einige heute gezeigt, die ihr machen könnt. Und ja, wenn ihr euch das Gerät anschaffen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr einen direkten Link. Ja, Rufen, dann machen wir Schluss. Ja. Ist auch zu warm, ne? Wir gehen Eis essen. Alles klar. Und euch sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.